Der Juni sieht stark aus, aber genau jetzt passieren stille Fehler. Der Juni ist im Garten ein besonderer Monat. Auf den ersten Blick wirkt vieles so, als würde es endlich von allein laufen. Die Beete sind voller geworden, Tomaten legen zu, Gurken und Zucchini wachsen kräftiger und der Garten bekommt dieses satte Frühsommerbild. Aber genau darin liegt die kleine Falle. Denn viele Gartenfehler im Juni passieren nicht laut. Sie beginnen leise. Erst wirkt eine Pflanze nur etwas müde. Dann werden einzelne Blätter heller. Dann bleibt das Wachstum stehen. Und einige Wochen später fragt man sich, warum die Ernte schwächer ausfällt, obwohl doch eigentlich alles gut aussah. In diesem Video schauen wir uns 7 Juni-Fehler an, die deinen Garten leise schwächen können. Fehler 1. Du gießt regelmäßig, aber nicht tief genug. Es wird zwar regelmäßig gegossen, aber oft zu oberflächlich. Viele gießen jeden Tag ein bisschen. Danach sieht die Erde oben dunkel aus, aber wenige Zentimeter tiefer bleibt der Boden trocken. Das ist ein Problem für Tomaten und Gurken. Wenn Wasser nur oben ankommt, bleiben auch die Wurzeln oberflächlich. Besser ist, seltener, aber gründlicher gießen. Lieber 2- bis 3-mal pro Woche tief durchdringend wässern, statt jeden Tag nur die Oberfläche nass zu machen. Gieße direkt an den Wurzelbereich, nicht über die Blätter. Und prüfe, ob die Feuchtigkeit wirklich tiefer angekommen ist. Fehler 2. Du düngst zu stark, weil du Wachstum erzwingen willst. Im Juni sieht vieles nach Wachstum aus. Und genau dann entsteht schnell der Gedanke, jetzt brauchen die Pflanzen richtig Futter. Grundsätzlich ist Düngen im Juni nicht falsch. Viele Pflanzen brauchen jetzt tatsächlich Nährstoffe. Aber zu viel Dünger macht den Garten nicht automatisch stärker. Manchmal macht er Pflanzen sogar anfälliger. Besonders gut sieht man das bei Tomaten. Zu viel Stickstoff bringt oft riesige Blätter, kräftige Triebe und sattes Grün. Das wirkt beeindruckend, aber die Pflanze steckt dann mehr Kraft in Blattmasse als in Blüten und Früchte. Auch anderes Gemüse bildet bei zu viel Stickstoff weiches, empfindliches Gewebe. Kräuter verlieren schneller Aroma, wenn sie ständig stark angetrieben werden. Die bessere Lösung ist maßvolles Düngen. Starkzehrer wie Tomaten, Gurken, Kürbis und Zucchini brauchen Nährstoffe, aber keinen Dauerangriff aus der Düngerflasche. Wenn eine Pflanze gesund grün ist und gut wächst, musst du sie nicht ständig zusätzlich antreiben. Im Garten ist mehr nicht automatisch besser. Oft ist die richtige Menge der Unterschied zwischen kräftigem Wachstum und unnötigem Stress. Fehler 3. Du lässt zu viele Pflanzen zu eng stehen. Der 3. Fehler passiert im Juni besonders leicht. Pflanzen stehen plötzlich viel enger, als man es geplant hatte. Im Mai sah noch alles übersichtlich aus. Jungpflanzen waren klein, Lücken wirkten groß. Doch im Juni verändert sich das schnell. Zucchini breiten große Blätter aus, Tomaten werden buschiger, Gurken beginnen zu ranken. Ein voller Garten sieht zunächst wunderbar aus. Aber zu dicht stehende Pflanzen schwächen sich gegenseitig. Wo kaum Luft hindurchkommt, trocknen Blätter nach Regen oder Gießen langsamer ab. Feuchtigkeit bleibt länger zwischen den Pflanzen stehen. Genau das kann Pilzkrankheiten begünstigen. Gleichzeitig konkurrieren die Pflanzen stärker um Licht, Wasser und Nährstoffe. Du erkennst diesen Fehler daran, dass Pflanzen ineinander wachsen, untere Blätter kaum noch Licht bekommen oder nach Regen lange feucht bleiben. Bei Tomaten ist schlechte Luftzirkulation besonders ungünstig. Die Lösung klingt manchmal hart, ist aber wichtig. Auslichten. Entferne schwache Pflanzen, schneide störende oder kranke Blätter zurück, leite Ranken besser und gib besonders Tomaten, Gurken und Zucchini ausreichend Raum. Ein Beet, das etwas luftiger aussieht, ist oft gesünder als ein Beet, das komplett vollgestopft ist. Fehler 4. Du ignorierst die unteren Blätter. Viele schauen im Juni vor allem auf das, was oben passiert. Neue Triebe, frische Blüten und junge Früchte. Aber die ersten Warnzeichen sitzen oft viel weiter unten. Untere Blätter bekommen weniger Licht. Sie liegen näher am Boden. Sie werden beim Gießen oder bei Regen schneller nass. Und sie trocknen oft langsamer ab als die oberen Pflanzenteile. Gelbe, fleckige oder bodennahe Blätter können ein frühes Zeichen für Stress sein. Bei Tomaten sind bodennahe Blätter besonders ungünstig, wenn sie ständig Spritzwasser abbekommen. Erde, Feuchtigkeit und Wärme kommen dort zusammen. Das ist nicht sofort eine Katastrophe, aber es erhöht das Risiko für Krankheiten.
Die bessere Lösung ist eine ruhige Kontrolle. Schau im Juni regelmäßig auch in den unteren Pflanzenbereich. Entferne vergilbte, beschädigte oder auf dem Boden liegende Blätter mit sauberem Werkzeug. Dabei geht es nicht darum, die Pflanze kahl zu schneiden. Es geht darum, gezielt das zu entfernen, was ihr nicht mehr hilft. So kommt mehr Luft an die Basis und du erkennst Probleme früher. Fehler 5. Du mulchst gar nicht oder falsch. Mulch ist im Juni einer der wichtigsten Helfer im Garten. Er sorgt dafür, dass der Boden gleichmäßiger feucht bleibt und sich nicht so stark aufheizt. Trotzdem bleibt oft die Erde nackt. Die Sonne brennt direkt darauf, Wasser verdunstet schnell und der Boden verkrustet. Gerade bei Gemüsebeeten, Tomaten oder jungen Pflanzungen kann eine lockere Mulchschicht viel ausmachen. Geeignet sind angetrockneter Rasenschnitt, Stroh oder Laubkompost. Sie schützen den Boden und bremsen Unkraut. Aber Achtung! Frischer Rasenschnitt sollte nicht zu dick und nass aufgebracht werden, sonst kann er faulen. Mulch sollte außerdem nicht direkt am Stängel kleben. Dort kann schädliche Dauerfeuchtigkeit entstehen. Besser ist, locker mulchen mit Abstand zum Stängel. Der Boden soll geschützt sein, nicht erstickt. Fehler 6. Du übersiehst Schädlinge, weil die Pflanzen noch kräftig aussehen. Im warmen Juni können sich Blattläuse, Schnecken oder Raupen extrem schnell vermehren. Der Fehler ist oft nicht fehlendes Handeln, sondern dass man die ersten Zeichen zu spät bemerkt. Am Anfang sind es nur ein paar Läuse an der Triebspitze oder winzige Eier auf der Blattunterseite. Geh einmal pro Woche bewusst durch den Garten. Schau nicht nur von oben, dreh Blätter vorsichtig um. Wenn du früh reagierst, reicht oft schon absammeln oder abspülen. Aufmerksamkeit ist die beste Rettungsaktion. Fehler 7. Du lässt Verblühtes und Schwaches einfach hängen. Der 7. Fehler wirkt klein, kann im Sommer aber viel verändern. Viele Pflanzen blühen, fruchten und wachsen im Juni gleichzeitig. Das kostet Kraft. Wenn alte Blüten oder kranke Pflanzenteile hängen bleiben, bindet die Pflanze weiterhin Energie daran. Bei vielen Sommerblumen fördert das Entfernen verblühter Blüten neue Knospen. Die Pflanze steckt weniger Kraft in Samenbildung. Auch bei Gemüse kann es sinnvoll sein, schwache, beschädigte oder kranke Früchte früh zu entfernen. Besonders bei Gurken, Zucchini und Tomaten lohnt sich ein ruhiger Blick. Natürlich muss nicht jede Unregelmäßigkeit sofort weg. Der Garten ist kein Ausstellungsraum. Aber kranke, faulige oder beschädigte Pflanzenteile sollten nicht unnötig hängen bleiben. Die bessere Lösung ist regelmäßiges Ausputzen. Entferne verblühte Blüten, beschädigte Früchte und kranke Pflanzenteile. Lass krankes Material nicht im Beet liegen. Nutze sauberes Werkzeug und arbeite ruhig und gezielt. Das ist keine reine Schönheitsarbeit, es ist Pflanzenpflege. Im Juni geht es nicht um mehr Arbeit, sondern um genaueres Hinsehen. Im Juni geht es nicht darum, ständig mehr zu machen. Es geht darum, genauer hinzusehen. Viele Gärten geraten nicht unter Druck, weil zu wenig gearbeitet wird. Sie geraten unter Druck, weil kleine Dinge zu lange übersehen werden. Oberflächlich gießen, zu stark düngen, zu eng pflanzen, untere Blätter ignorieren, den Boden ungeschützt lassen, Schädlinge zu spät bemerken, Verblühtes hängen lassen. Jeder dieser Fehler wirkt für sich genommen klein, aber zusammen entscheiden sie darüber, ob dein Garten im Juli stabil bleibt, gesund und lebendig bleibt oder ob er langsam müde wird. Wenn du im Juni nur eine Sache mitnimmst, dann diese. Schau nicht nur, ob dein Garten schön aussieht. Schau, ob er stabil ist. Ist der Boden auch tiefer feucht? Haben die Pflanzen genug Luft? Sind die unteren Blätter gesund? Gibt es erste Schädlinge? Der Juni ist kein Monat für Panik. Aber er ist auch kein Monat zum Wegsehen. Er ist der Monat, in dem kleine Korrekturen große Wirkung haben. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast und für Garten Lea.